Über 10.000 Todesopfer auf palästinensischer Seite, darunter 5.000 Kinder, sind von der UN zu beklagen. Es gibt jedoch keine Bilder über getötete Kämpfer der Hamas. Bombardiert wurden in 4 Wochen unzählige Wohnungen, Krankenhäuser, humanitäre Einrichtungen wie das Rote Kreuz und Ambulanzen, sowie Basen ausländischer Presse im Gebiet von Gaza. Aufgrund dieser Tatsachen gibt es weltweit pro-palästinensische Proteste gegen die Gewalt von Israel. Und dabei geht es nicht um Antisemitismus, sondern um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Allein in der Türkei gingen über 1,5 Millionen Menschen für die Palästinenser auf die Straße und forderten eine anhaltende diplomatische Lösung zum Nahostkonflikt, bei dem seit Beginn vor 80 Jahren über 10 Millionen Palästinenser verfolgt, getötet oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Die Türkei fordert eine faire Variante der Zwei-Staaten-Lösung. Türken, welche an der Kundgebung teilnahmen, haben nichts gegen Juden. In der Türkei gab es für Juden nie Verfolgung oder Gräueltaten. Im Gegenteil, die Türkei war schon im Osmanischen Reich ein Zufluchtsort für vertriebene Juden aus aller Welt. Das war auch so, als Deutschland ihre dunkle Geschichte durchlebte. Juden sind auch heute in der Türkei herzlich willkommen. Vor 2000 Jahren gab es bereits türkisch sprechende jüdische Völker wie die Chasaren oder Karer auf der heutigen Krim, welche als Autoren der masoretischen Texte bekannt wurden. Das gute Verhältnis zu den Juden war gerade deshalb kein Hindernis, um gegen die unverhältnismäßigen Angriffe der Israelis zu protestieren. Bei der Pro-Palästina-Kundgebung in Istanbul wurde auch Präsident Erdogan eingeladen. Er folgte der Einladung und hielt dort eine Rede. Die Türkei hat eine reine Weste, sagte Erdogan ganz klar in seiner Rede. Das wurde ihm bewusst, nach seinen diplomatischen Versuchen, die aktuelle Lage zu beruhigen. Erdogan scheiterte zuletzt an den westlichen Staaten aufgrund ihrer Bringschuld für Israel. Die USA habe 1947 militärisch mitgewirkt, den Staat Israel zu gründen. Seither bietet die USA und ihre Partner wie Deutschland bedingungslosen Schutz für die Existenz Israels, so Erdogan. Wie man sieht, auch militärisch. Das musste Erdogan bei seiner letzten Telefondiplomatie mit westlichen Staaten zur Kenntnis nehmen. Pro-Palästina zu sein, bedeutet für den Westen bereits Antisemitismus. Erdogan sieht jedoch auch in Istanbul eine Kundgebung gegen Antisemitismus, denn zu den semitischen Sprachen gehört auch Arabisch, welches von der aramäischen Sprache abstammt. Jene Sprache, die auch Jesus aus Nazareth sprach. Wer Verstand hat, der zählt auch die Palästinenser zu den Semiten. Denn sie sehen sich als die früheren Kanaaniter und als deren Nachfahren, die Philister, welche seit der Errichtung der ältesten Stadt Jericho in Palästina lebten. Gerade deshalb kann Erdogan im Namen der Türken frei heraus die Verbrechen Israels gegen die Menschlichkeit, also gegen das Volk der Palästinenser, verurteilen und kritisieren und muss kein schlechtes Gewissen haben. Wichtig zu wissen ist, dass der Nahostkonflikt nicht erst seit 2023 besteht. Die Palästinenser werden schon seit über 80 Jahren gemobbt und geplagt. Seit der Gründung Israels im Jahre 1948 sind über 100.000 Palästinenser ermordet worden, weil sie sich gegen die illegale Besatzungsmacht Israel zur Wehr gesetzt hatten. Heute hat Israel die Kontrolle über ganz Palästina. Israel sorgte dafür, dass der Lebensraum für Palästinenser immer kleiner wurde. Hätten Palästinenser eine Armee, dann würden sie sich gegen die Unterdrückung zur Wehr setzen. 14 Millionen Palästinenser warten auf eine faire Zwei-Staaten-Lösung. Die Hamas sieht sich als Befreiungsarmee der Palästinenser. Aus Sicht des Westens ist aber die Hamas verständlicherweise eine Terrororganisation. Das würde sich auch so bestätigen, wenn Palästina nie existiert hätte. Bis 1948 gab es jedoch ein Palästina in voller Größe. Daher wird von der Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft. Dennoch verurteilte Erdogan auch die Angriffe der Hamas auf Zivilisten. Die Türkei, die UNO, aber auch die USA und Verbündete sprechen sich seit Jahren für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Eine faire Lösung für 2 Staaten wäre dann möglich, wenn beide Seiten je die Hälfte der ursprünglichen Fläche von Palästina aus dem Jahr 1946 bekommen würden, so Erdogan. Dann könnten eine demokratische Republik Israel neben einer demokratischen Republik Palästina in Frieden nebeneinander existieren. Der UN-Teilungsplan von 1947 wurde durch Palästina damals verständlicherweise abgelehnt, da sie nicht einverstanden waren, über die Hälfte ihrer Heimat abzugeben. Die Türkei wäre bereit, als Garantiestaat zusammen mit den USA diesen fairen Friedensplan umzusetzen. Jetzt müsste nur noch die USA mitmachen und den Frieden im Nahen Osten auch wollen.